diesem Video stellen wir euch die Neverest Adventure Glacier Reihe von Norqain vor. Da wir bei diesem Video mit Norqain kooperiert haben, können wir euch die beiden neuen Modelle mit Zifferblatt in Grau bzw. Schwarz und Gold, die als Dreizeigeruhr oder mit GMT-Funktion daherkommen, pünktlich zur zeitgleichen Lancierung zeigen. Zu Vergleichszwecken haben wir auch die weiße Variante, die es schon etwas länger gibt, dazugelegt. Fangen wir mit den beiden Dreizeigermodellen an. Bei Design und Funktionalität sind es klassische Taucheruhren mit einseitig drehbarer Lünette mit 60er Skalierung und einer Wasserdichtheit von 20 bar. Über das Modell in Weiß haben wir bereits in der Ausgabe 1 2023 von Armbanduhren berichtet. Technisch entspricht die sportliche Entdeckeruhr, deren Zifferblatt von Bergischen Gletschern inspiriert ist, auch der neuen Variante mit Zifferblatt in Schwarz. Dementsprechend gelten die gezeigten technischen Daten für beide. Norqain wurde 2018 gegründet und hat seitdem einen Turbostart in der Uhrenbranche hingelegt. Seit 2020 verwendet die Uhrenmarke Werke von Kinisi. In Neverest steckt Mount Everest und das Zifferblatt der neuen Varianten bezieht sich auf den Khumbu Icefall. Das ist eine der gefährlichsten Etappen beim Besteigen des höchsten Bergs der Erde. Die goldenen Akzente auf dem Zifferblatt werden auch von den vergoldeten Indexbalken, Zeigern und der Lünettenbeschriftung aufgegriffen. Das eingeprägte Muster beim Zifferblatt ist bei beiden Modellen genau gleich und auch der Rest des Gehäuses mit der gerändelten Lünettenumrandung und der individualisierbaren Plakette auf der Flanke der Uhr sowie der signierten Schraubkrone mit Kronenschutz stimmen überein. Auch bei den Nahaufnahmen überzeugen die Neverest Glacier Modelle mit tadelloser Verarbeitung. Die aufgesetzten Stundenmarker sowie die Zeiger leuchten im dunklen Blau nach. Norqain stattet die Neverest Glacier mit dem Kaliber NN20-1 aus, das aus der Tudor-Werkeschmiede Kinisi stammt. Wie bei der Rolex-Schwester werden auch die bei Norqain verbauten Kinisi-Werke bei der COSC als Chronometer zertifiziert und laufen damit besonders genau. Ein weiterer Vorteil gegenüber vergleichbaren Werken ist die Gangreserve von ca. 70 Stunden. Damit haben die Werke den zumeist in dieser Preisklasse verbauten ETA- oder Selita-Kalibern etwas voraus. Der Preis von 3.550 € für die Variante in Weiß und 3.980 € für die neue Variante in Schwarz werden sich zum Teil auch damit begründen. Bei der neueren Variante in Schwarz hat Norqain das Gliederband etwas verbessert und ergänzt es um eine schrittweise per Knopfdruck verstellbare Schnellverstellung. Dies ist wirklich gelungen und bietet sogar Details wie diesen Keramik-Abstandshalter, der vor Verschleiß schützen soll. Das Zifferblatt-Design kommt aber nicht nur als Dreizeiger-Variante auf den Markt, sondern auch etwas heller als GMT-Uhr mit Anzeige einer zweiten Zeitzone im 24-Stunden-Format. Bei Norqain setzt man auch dafür auf Technik von Kinisi und damit auf ein Traveler GMT-Werk à la Tudor. Denn über die Kronenschnellverstellung lässt sich schrittweise die Lokalzeit einstellen, während der zweite Stundenzeiger beispielsweise zur Konservierung der Heimatzeit verwendet werden kann. Damit eignet sich die Uhr besonders gut für Reisen über Zeitzonen hinweg. Auch das Kaliber NN20-2 bietet dabei eine Gangreserve von 70 Stunden und ist als Chronometer zertifiziert. Das Werk ist ähnlich nüchtern verziert wie das NN20-1. Um das Zifferblatt zu entzerren, setzt Norqain auf eine 24er Skala am Höhenring bzw. Rehaut, an der die zweite Zeitzone abgelesen werden kann. Auch die drehbare Lünette bietet eine entsprechende Einstellung, die es ermöglicht, gar noch eine dritte Zeitzone im Blick zu behalten. Genau wie beim schwarzen Dreizeigermodell sind die eingravierten Ziffern goldfarben ausgelegt. Während die vergoldeten Stundenmarker und Zeiger sich im Design und Ausführung ebenfalls an der zuvor gezeigten Neverest Glacier orientieren, bietet die GMT-Variante außerdem noch eine Datumsanzeige auf der 3-Uhr-Position an. Das Gehäuse entspricht im Grunde genommen den der Dreizeiger-Modelle, ist aber um 1 mm gewachsen. In den Nahaufnahmen sieht man noch einmal, bei der Verarbeitungsqualität leistet Norqain wirklich sehr gute Arbeit. Schliffe und Polituren sind wirklich perfekt ausgeführt.
Beim relativ hohen Preis von 4.280 € kann man das allerdings auch erwarten. Was haltet ihr von den Modellen und allgemein von Struktur auf Zifferblättern? Einen Link zu den Uhren von Norqain findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.